So, irgendeinen Hinweis haben wir hier noch nicht, weil zeigt das auch mit der Lupe an, dass hier noch was fehlt. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Ja, ist eine gute Frage, das weiß ich auch noch nicht. Wir müssen ja herausfinden, wie der Eindringling ins Flüchtlingslager gelangt ist. Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, habe ich mir schon gedacht. Boot ist unwahrscheinlich. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Back off. No one deserves to end up in a place like this. Hier vielleicht über die Leiter? No, it's too short for these walls or cliffs. Hier die Mauer war es auch nicht. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Hier durchs Gittertor ist er auch nicht gekommen. Dann bleibt ja nicht mehr so viel. Vielleicht verkleidet er als Polizist oder so. Auch nochmal Palmal. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. A single Malpal butt. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Ja, die haben ihn einfach reingelassen, ja? I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Murder! Beasts! Ja, hier können wir jetzt was bauen. Bin mal gespannt. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Punkte, die wir verändern können. Oh, hier gibt es auch viele. Ja, das könnte ja passen. Ja, wir bestätigen mal, aber ich denke mal, das wäre jetzt so einfach, wenn alles gleich am You're not Anfang even passt. trying, Sherry. Concentrate. Okay. Das passt ja auch nicht zu den Spuren, was wir da gerade sehen. Das passt schon eher. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Aber wir können ja noch mal gucken, was es noch gibt. Ne, genau. Also er wird sie rausgeschliffen haben. So, da ist Blut. Er wollte ihn einen überziehen, aber es passt ja nicht, weil der Typ blutet ja.
Versuchen so mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, der Typ wollte ihn an überbraten. Ich glaube, es ist eher so, er hat sie ja nicht beschützt oder so, ne? Das ist, glaube ich, schon immer besser. Jo, So, wir we haben's. have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Ja, toll. Haben wir das rausgefunden. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small Super. clock can make any difference in this place? Okay, Who dann knows, John? hoffe ich ja, dass wir jetzt die Zeugen finden. Are you able to help me? Sorry, we don't see much here. Okay, das sah ein bisschen komisch aus. Ich habe ihn für einen Mann gehalten. Für eine Frau, meine Is ich. this Entschuldigung. familiar to you? Sorry. We don't see much here. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Help me, please. Sorry. We don't see much here. Ach, warte mal, unsere Frau hat ja doch Narben im Gesicht, ne? Help me, please. Sorry, we don't see much here. Oh, I am bored. Call me when you find the Okay, answer. warte mal, dann gucken wir mal hier hinten. You're the one who made the police leave us alone. I proved to them that your people didn't kill that man. What's in it for you? You need something from us. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Naylor? Naylor. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Naylor's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Naylor, if she wants it. But I will be watching you. Kann ich aber gut verstehen, ganz ehrlich. Hello, Naylor.
Mal gut, dass wir geholfen haben. Hättest du wahrscheinlich gar nicht mit uns gesprochen. My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Naylor, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, Okay. John, by a long shot. Jetzt müssen wir es Naylor eigentlich doesn't want abschließen us können, meddling. oder? I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. So, okay. Gedankenspiele. Naylor ist die Frau auf der Fotografie, so. Jetzt muss er umgedreht sein, so. So, Vergewaltiger ist hochrangiger Beamter. Derartige Orden werden nur hochrangigen Staatsdienern verliehen, so wie dem Vergewaltiger auf dem Foto. So, das haben wir auch. Der Schurke wollte die Frau entführen. Der Schurke kam ins Flüchtlingslager, um eine junge Frau zu entführen. Hätte sie töten können, tat es aber nicht. Nicht nur der Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlager für verschiedene Aufgaben. Gehen wir mal nach. Oh, Entschuldigung. So, Orden wie dieser werden normalerweise nur hochrangigen britischen Amtsträgern verliehen, denen nicht gerade viel Cordona bereisen, geschweige denn auf der Insel arbeiten. Haben wir hier. Dieser Mann kam nicht aus reinem Zufall hierher. Vielmehr spielte er eine sehr wichtige Rolle bei diesem Fall. Seine Tätowierungen könnten mir helfen, diese Rolle zu verstehen. So, die Polizei wird die Flüchtlinge im Lager nicht weiter verhören. Das ist schon mal gut. Ja, irgendwas stimmt mit meinem Mausrad nicht. So, eine blutige Handabdruck auf einem Stein unweit Holzbrücke deutet darauf hin, dass sich der Mann dort festhalten wollte. So. Krass, wie die Dinge so verknüpft sind, ne? Wir haben angefangen, wo es nur noch darum ging, was zu finden, und zwar... So, warte mal, das kann ich auch mal draufpacken, dass ich dem Typen jetzt mal helfe. Es hat hier angefangen mit einem geklauten Bild und jetzt müssen wir was anderes finden hier noch. Okay. Thank you for helping us. Doch vermutlich Just sauber. watch. Better than nothing to bandage the wound. Okay, super.
kocht das I'll use Wasser it to sauber. create a solution. Sehr gut. Brauche ich noch irgendwas anderes hier? Ah, hier. Heilpflanze. Aloe I Vera. can use this to stop the infection from spreading. I've collated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir ihm jetzt helfen können. Oh, wir laufen gerade auf ihm rum. Du hättest gesagt, wir haben alles. Thank you for helping us. Ob wir noch was anderes brauchen. Aber er selber hat doch gesagt, wir haben alles, ne? Ah, vielleicht muss ich jetzt... Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss jetzt an den Wasserbottich gehen, weil der ist ja mit kochendem Wasser voll. Das hat auch nicht funktioniert. Do you know anything about this? Sorry. We don't see much here. Aber es fehlt noch was. Seltsam, was fehlt denn noch? Er hat doch gesagt, wir haben alles. Thank you for helping us. Können wir mit allen sprechen hier, aber... Do you know anything about this? Sorry. We don't see much here. So, gucken wir mal, was da noch steht. So, Stoff, den ich gefunden habe, wird zum Verbinden ausreichen. Das Wasser aus dem Kessel ist sauber genug. Aloe Vera ist ein gutes natürliches Mittel gegen Infektionen. Ich habe alles gefunden, was ich brauche. Jetzt nur noch die Blätter verarbeiten. Okay. Wo kann man die Blätter verarbeiten? Ja, das ist eine gute Frage. Is this familiar to you? Sorry, we don't see much here. So, warte mal, hier ist hier eine Presse. May I ask for your assistance? Sorry. We don't see much here. Okay, hier hilft mir keiner mehr, aber wo kann ich denn die Blätter verarbeiten? Do you know anything about this? Sorry, we don't see much here. Oh Mann, ey. Also reden kann ich ja mit niemandem. Ja, immer noch alle hier. Ich dachte, das hat sich beruhigt. I owe you a lot, Mr. Holmes. You still here? Beweis präsentieren. So.
Your problem, not mine. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Schlüsselhinweis erhalten, okay. Alle Hinweise erhalten. Ja toll, ich will aber die Blätter verarbeiten. Could you help me? Sorry. We don't see much here. So, sagt Inspektor Theoretti sagte, Tätowierungen wie dieser Person vorzufinden seien die mit einem gewissen Niccolo Bernardo, die Verbindung. Alles gefunden, was ich brauche. Jetzt muss ich nur. Chemische Analyse kommt jetzt. Ja, da müssen wir einmal quasi die 3 nehmen. Dann die -5. Und die 4. Wir haben das ja alles mal wieder vorbereitet. Dann einmal hier. Dann ziehen wir den hier rüber. Sehr gut. So. So. Und dann brauche ich noch quasi... Ah, schauen wir mal hier. Okay, dann haben wir das. Machen wir das. Dann können wir die beiden hier darauf packen. Der geht dahin. So. Den schieben wir nach da. Und der präsentiert jetzt hier unser Ergebnis. Jawohl, Space. Sehr gut. Dann müssten wir jetzt theoretisch den guten Mann helfen können. Letzter Flüchtling. Okay, dann helfen wir mal. Natürlich toll, wenn das klappen würde. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Wow, wenn man mal überlegt. Krass, oder? Ich meine, das war ja eine Wunderheilung. Ja gut. So, super. Und dann haben wir das schon mal. Sherry, wait. You might want to settle all the matters in the camp before leaving. You probably won't be coming back here anytime soon. Okay, das heißt, ich soll da auch nicht rausgehen. Okay. I owe you a lot, Mr. Holmes. You're disturbing a hornet's nest here, son. Are you able to help me? It's too bad there's no fine for asking stupid questions. Do you know anything about this? It's too bad there's no fine for asking stupid questions. Oh, I am. Oh Mann. Call me when you find the answer.
Ja, aber wir finden keinen anderen Beamten, ne? Das ist auch Teil der Wahrheit. Tätowierung des Lager ein. Thank you for helping us. Okay, Holmes kann ja wieder nicht schwimmen, ne? I owe you a lot, Mr. Holmes. I owe you a lot, Mr. Holmes. So. Mehr Beamte habe ich doch gar nicht, um irgendwie das mit der Tätowierung zu klären. So, das ist der Orden hier. So. Wenn ich jetzt rausgehen will aus dem Lager. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Can you satisfy my curiosity? It's hard to say when I don't know anything. Ja, doch keine Tätowierung. Excuse me, just one question. It's illegal to disturb an officer without a good reason. Ask someone else. Everyone's looking at us, Sherlock. It's a shame we didn't learn more about that scheme the guards were talking about. Corruption in Cordona flourishes once more. We simply don't have time for this, John. We need to proceed with the case. Hä? Wie verloren? No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. Oh, Freunde. Alles klar, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut. Bis dahin.